Hallo meine lieben Freunde von altem Lego. Nach langer Vorbereitung ist es endlich soweit. Heute gibt es einen ganz besonderen Hochgenuss. Wir haben alle 44 Sets aus der klassischen Legoland-Stadt zusammengestellt. Aus den ersten 2 Jahren 1978 und 79. 5 Wochen lang haben wir alles aufgebaut. Heute schauen wir uns gemeinsam alle Sets an. Die sympathischen Minifiguren Mary und Bill werden uns auf der abenteuerlichen Reise durch die Stadt begleiten. Wir haben ihnen dabei geholfen, ihr kleines Häuschen mit dem schönen Blumengarten zu bauen. Im Hintergrund fährt schon der Postbote auf seinem Motorrad los. In der Kiste auf dem Beiwagen bringt er ein Paket mit. Es klingelt. Mary macht die Tür auf und Bill nimmt das Paket in Empfang. Es ist groß und schwer. Was ist hier wohl geliefert worden? Der Paketbote sitzt wieder auf sein Motorrad und fährt weiter. Bill trägt das Paket ganz vorsichtig ins Haus. Wir sind alle sehr gespannt. Welch eine Überraschung! Das Versandhaus hat das neue Farbfernsehgerät geliefert. Es kommt gleich auf den Fernsehtisch an der Wand. Die beiden machen es sich im Wohnzimmer gemütlich. Sie können jetzt ihren Lieblingswestern in Farbe anschauen und zünden im Kamin ein romantisches Feuer an. Plötzlich fällt ihnen ein, dass sie bei ihren neuen Nachbarn eingeladen sind, den 2 Feriengästen im angrenzenden Wochenendhaus. Sie haben es eilig und machen sich sofort auf den Weg. Das Feuer im Kamin bleibt unbeaufsichtigt. Sie verlassen das Haus und gehen durch den Blumengarten zum angrenzenden Reihenhaus. Die Feriengäste sind 2 Jahre älter, deshalb sind sie nicht so modisch gekleidet und der Mann hat keine Haare. Sie begrüßen sich herzlich und unterhalten sich im Garten. Dann zeigen ihnen die Nachbarn ihr Haus. Es ist ein Doppelhaus und die 2 Haushälften kann man zusammenklappen. Dann bekommt man ein rundherum geschlossenes Wochenendhaus. Der halbe Garten ist auf der Vorderseite und der Kamin mit der Sitzecke auf der Rückseite. In der linken Haushälfte ist die Küche mit Waschbecken und Esstisch. In der zweiten das Wohnzimmer. Der Feriengast führt stolz das einzige Fernsehgerät vor, das es damals bei Lego gab. Gleichzeitig ist es aber auch eines der ersten Häuser, das keine Fernsehantenne mehr auf dem Dach hatte. Aber was ist jetzt passiert? Hilfe! Das Haus von Mary und Bill brennt. Sie hätten wohl besser das Kaminfeuer ausmachen sollen. Und hinter dem Haus grenzt gleich die Tankstelle an. Das erfordert einen Großeinsatz. Die Frau greift in der Küche geistesgegenwärtig zum Telefon und ruft sofort die Feuerwehr an. Bill und Mary sind verzweifelt. Das Haus brennt schon lichterloh. Und die Feuerwache liegt ganz am anderen Ende der Stadt. Die Feuerwehr ist für solche Notfälle gut ausgerüstet. Die Feuerwache hat 2 Garagen. Darauf ist ein Schlauchturm und rechts ein Nebengebäude mit einem Fahnenmast im Garten. Die Einfahrten mit den 2 Garagentoren tragen die Nummern 1 und 2. Am Schlauchturm ist eine Uhr. Der Schlauchturm hat viele Fenster, ist aber mit den Minifiguren nicht gut bespielbar. Sie können ihn vom Dach aus mit einer Eingangstür betreten. Das Nebengebäude kann man mit den Scharnieren auf der rechten Seite ausklappen. Es ist hinten geschlossen,
Wenn man es aufklappt, hat man links einen Aufenthaltsraum und in der Mitte die Einsatzleitzentrale. Es geht gerade der Notruf von unseren Freunden ein und sofort wird Großalarm gegeben. Die Feuerwehrleute laufen vom Aufenthaltsraum zu den Fahrzeugen. Die Garagentore gehen auf und der Löschzug kann abfahren. Fahrzeug Nummer 1 ist die Drehleiter und Fahrzeug Nummer 2 der Geländewagen mit Anhänger. Neben den 2 Fahrzeugen der Feuerwache gab es 78 noch 4 weitere Feuerwehrautos als Einzelsets, von unterschiedlicher Größe, jedes mit einer Minifigur. Als Vorausfahrzeug startet zuerst der Feuerwehrkommandant mit dem Kleinwagen. Es kann keine Figur hineinsetzen, aber sie könnte am Trittbrett mitfahren. Gleichzeitig mit diesem Kleinwagenmodell kamen 78 die neuen Autos mit Grundplatte, Windschutzscheibe, Türen und Lenkrad heraus. In diesem Feuerwehrbereitschaftswagen mit Anhänger kann die Figur sogar mit den Atemluftflaschen am Rücken hineinsitzen. Auf der Ladefläche ist ein gelber Bügel mit einem transparenten Rundstein auf einer Jumperplatte als Blaulicht. In den Lastwagen können keine Figuren hineinsitzen. Beim Feuermeldewagen kann der Brandmeister höchstens auf der Ladefläche mitfahren. So ein Auto kann man mit wenigen Teilen schnell umbauen, damit die Figur auch hineinsitzen kann. Der Tankwagen mit Pumpenanhänger hat eine ausziehbare Leiter am Dach, einen Wasserhahn im Geräteraum und hinten 2 graue Fensterläden mit einer Schlauchschnur. Nun kann auch die dreiachsige Drehleiter losfahren. Ein Feuerwehrmann fährt hinten am Trittbrett mit. Der letzte Einsatzwagen ist ein Geländewagen mit einem transparenten Stein als Windschutzscheibe. Er hat kein Blaulicht und zieht einen kleinen Anhänger. Die Straße ist schon von anderen Einsatzfahrzeugen besetzt. Der Löschzug muss auf der Gegenfahrbahn vorbeifahren. Wir lassen die 6 Fahrzeuge auf der Straße der Reihe nach an uns vorüberfahren. 4 Minuten nach der Alarmierung treffen die ersten Einsatzfahrzeuge beim Brandherd ein. Der Brandmeister macht sich ein erstes Bild von der Lage. Dann kommt das Atemschutzfahrzeug an. Die Sauerstoffflaschen sind zwar für den Weltraum entwickelt worden, aber bei der Feuerwehr das erste Mal herausgekommen. Der Feuerwehrmann macht mit der Axt den Zugang zum Brandherd frei. Sofort kommt auch der Kleinlastwagen zur Hilfeleistung. Der zweite Feuerwehrmann nimmt die Axt von der Ladefläche und hilft mit, die Haustür aufzubrechen, um den Zugang für die Löscharbeiten freizumachen. Der Brandmeister weist das Tanklöschfahrzeug ein. Der Feuerwehrmann hat wieder eine Atemschutzausrüstung und eine Axt. Er nimmt die Leiter vom Dachträger und stellt sie an die Hauswand. Im Geräteraum hat dieser Tanklöschwagen den einzigen Schlauch, den es damals bei Lego gab. Eine dicke Schnur, die in einem 1x1 Fenster festgeknotet ist. Jetzt können wir Wassermarsch durchgeben. Erstes Rohr vor und der Löschangriff kann beginnen. Ebenerdig können wir gut zum Brandherd vordringen. Aber wegen dem Dachstuhlbrand brauchen wir dringend noch die Drehleiter. Sie trifft nun endlich ein. Wir lassen sie sofort in Stellung bringen und ganz bis zum Anschlag ausfahren. Am Trittbrett ist gleich ein Feuerwehrmann mit Atemschutz und Axt mitgefahren.
Er kann jetzt gleich auf die Leiter klettern. Zum Schluss kommt noch der Geländewagen mit Anhänger als Assistenzfahrzeug. Das Feuer ist bald unter Kontrolle. Die ganze Legoland-Stadt kann aufatmen. Ein Übergreifen der Flammen auf die nahegelegene Tankstelle konnte verhindert werden. Der Brand ist endgültig gelöscht. Der Feuerwehrmann kann von der Leiter steigen. Die Leiter fahren wir ein und legen sie zusammen. Zum Glück ist beim Haus von Mary und Bill nicht viel passiert. Es schaut immer noch wie neu aus. Keine schwarzen Flecken und kein einziger Legostein ist durch den Brand geschmolzen. Die beiden können gleich wieder einziehen. Wir packen noch die letzten Geräte ein und die Fahrzeuge kehren wieder in die Feuerwache zurück. Mary und Bill bedanken sich ganz herzlich beim Brandmeister und dieser fährt mit seinem Kleinwagen als letzter davon. Nebenan wird die Straße von 2 Einsatzwagen abgesperrt. Der Rettungshubschrauber muss landen. Es ist noch ein altes, kleines Modell im 70er-Jahre-Stil, 3 Noppen breit mit geschlossener Kabine. Es gibt einen Haupt- und einen Heckrotor. Die Rettung war 78 noch sehr dürftig ausgestattet. Der Krankenwagen war winzig klein und in der 2 Noppen breiten Karosserie hatte nicht einmal ein Patient Platz. Die Sanitäterin kann nur auf dem Trittbrett mitfahren. Neben dem Miniaturkrankenwagen schaut der Notarztwagen riesengroß aus. Die Notärztin kann in den PKW einsteigen. Er hat eine Windschutzscheibe, Autotüren und ein Lenkrad. Das Blaulicht ist wieder auf einem Bügel auf der Ladefläche befestigt. Ein Jahr nach dem Rettungshubschrauber gab es ein neues Hubschraubermodell als Polizeihelikopter, wo die Figur mit Windschutzscheibe und Autotüren in die Kabine hineinsitzen kann. Mit einigen Zwischenplatten gewinnt die Kabine an Bauhöhe und man bekommt die Figur heraus, ohne dass man das Dach abnehmen muss. Genau derselbe Polizeihubschrauber war auch bei der Polizeistation dabei. Sie steht auf einer normalen, geraden Straßenplatte. Mit der gelben Eingangstür gelangt man in ein zweigeschossiges Verwaltungsgebäude. Die Tür aus dem ersten Stock führt auf einen Steg zum Hubschrauberlandeplatz am Dach. Darunter sind in der Mitte 2 Garagen, in die die Straße hineinführt. Und auf der rechten Seite unter dem Hubschrauberlandeplatz gibt es eine Arrestzelle. Der Hubschrauber kehrt von seinem Kontrollflug zurück und der Einweiser hilft ihm mit den 2 Leuchtstäben bei der Landung. Der Hubschrauber hat eine Autowindschutzscheibe und 2 Autotüren. Es ist dasselbe Hubschraubermodell, das wir schon vorher angesehen haben. Mit etwas Geschick kann der Pilot durch die Autotür aussteigen. Er geht über den Steg durch die Tür ins Polizeipräsidium und erstattet dem Kommissar Bericht über seinen Erkundungsflug. Im Erdgeschoss gibt es darunter die Einsatzleitstelle, in der Mitte sind die 2 Garagen und die Gefängniszelle hat an der Rückseite eine Eingangstür. Sie ist mit einer einfachen Liege ausgestattet, aber meistens leer, weil bei keinem Set Verbrecher dabei waren. Die Figuren waren 79 alle bedruckt, die Garagen haben transparente Türen. In der ersten ist ein großes Polizeimotorrad mit Seitentaschen, Blaulicht und Funkantenne. Der Inspektor holt den Streifenwagen aus der 2. Garage. Er hat Seitentüren zum Aufmachen und die Figur kann hineinsitzen. Es gibt sogar einen Rücksitz mit Platz für einen Mitfahrer. Der Streifenwagen hat ein einzelnes Blaulicht auf einem Querbalken auf der Windschutzscheibe.
Auf der rechten Seite steht eine Notrufsäule und eine Straßenlampe. 1978 gab es ein riesiges Polizeiaufgebot. 5 Fahrzeugsets, das waren noch mehr als bei der Feuerwehr. Bei der Autobahnpolizei war gemeinsam mit dem Motorrad noch ein alter Streifenwagen im 70er-Jahre-Stil im Dienst. Genauso wie bei der Feuerwehr und bei der Rettung gab es auch bei der Polizei einen neuen Kleinwagen mit 2 Noppen breiter Karosserie und einen Streifenwagen mit einer neuen Windschutzscheibe, Türen und Lenkrad, wo eine Figur hineinsitzen kann. Diese 3 verschiedenen Autobauarten gab es gleichzeitig bei neu erschienenen Sets. Weil es noch keine Verbrecher zu jagen gab, hilft die Verkehrsstreife dem Rallye-Auto bei der Reifenpanne, dass es mit dem kaputten Reifen gerade noch auf den ausgeschilderten Parkplatz geschafft hat. Das Motorrad hat einen Scheinwerferaufkleber. Der Rallyefahrer kniet beim Reifenwechseln, indem er rückwärts sitzt. Am Dach hat er auf 2 Technikbuchsen einen Reservereifen aufgesteckt. Für einen geübten Rallyefahrer ist ein einfacher Reifenwechsel normalerweise überhaupt kein Problem. Aber er hat keinen Schraubenschlüssel dabei, um die Radmutter zu lösen. Deshalb ruft er die Pannenhilfe. Der Mechaniker sitzt halb im Kastenaufbau und man muss eine Platte am Dach entfernen, wenn er aussteigen will. Hinten kann man die Fensterläden aufmachen und das Werkzeug ausladen. Zuerst sichern wir den Pannenbereich mit einer Warnlampe. Dann nimmt der Mechaniker das neue, kombinierte Schraubenzieher- und Schraubenschlüsselwerkzeug in die Hand. Der Schraubenschlüssel passt genau auf eine Noppe. Der Mechaniker versucht vergebens, die Radmutter zu lösen. Sie sitzt einfach zu fest. Er kann nicht helfen, wir müssen den Abschleppwagen rufen. Das Abschleppservice wurde damals von der Shell-Tankstelle angeboten. Der Abschlepper hat gerade einen Sportwagen am Haken, den er zur Reparatur bei der Tankstelle abstellt. Dann kann er unserem Rallye-Auto zur Hilfe kommen. Irgendwie ist der Abschlepper noch kleiner als der Personenwagen. Er kann ihn aber gut an den Abschlepphaken hängen und den kaputten Autoreifen nehmen wir auch gleich mit. Wir können nun das Auto für die Reparatur zur Tankstelle bringen. In den 2 Jahren 78-79 gab es noch keine richtige Werkstatt. Aber früher wurde eine Autowerkstatt oft auch als Garage bezeichnet. In der kleinen Garage haben Bill und Mary ihr Auto untergestellt. Der Hausmeister hält das Gebäude sauber. Bill und Mary möchten in die Stadt fahren und holen das Auto aus der Garage. Die 2 Figuren können hintereinander in das Auto hineinsitzen. Bill fährt und Mary nimmt am Rücksitz Platz. Wir machen die Garagentüren wieder zu und Bill fährt zuerst zur Shell-Tankstelle, um das Auto aufzutanken. Die Tankstelle liegt genau auf dem Weg, aber es ist gerade sehr viel los. Der Tankwart bedient gerade die rote Reiselimousine. Davor steht der Shell-Servicewagen mit Mechaniker. Einer der 8 Kleinwagen im 78er-Stil. Der Abschleppwagen bringt das Rallye-Auto zum Reifenwechseln. Der Mechaniker kann sich in Ruhe darum kümmern. Der Abschlepper muss aber sofort wieder weiterfahren. Er war nämlich im Set mit dem roten Sportwagen, mit der Propellernarbe als Auspuff. Diesen muss er gleich wieder mitnehmen. Die Tankstelle hat ein großes Geschäftslokal mit einem Verkaufsschalter auf die Straße und ein Verkaufslokal mit einer Eingangstür. Verkaufstheke, Registrierkasse
und verschiedene Öldosen, Kanister und sogar eine Autobatterie zum Verkaufen. Es gab auch eine Zapfsäule mit einem Tankstellenschild als Einzelset. Der Shell-Sattelschlepper bringt eine neue Treibstofflieferung. Es ist ein Fahrer dabei. Unter dem Tank kann man die Fensterläden aufmachen. Dahinter ist eine Schnur als Treibstoffleitung in einem 1x1 Fensterstein festgeknotet. Wir können das Treibstofflager auffüllen. In den USA wurden zu dieser Zeit keine Shell-Sets vermarktet. 1979 kam derselbe Tankwagen mit der Treibstoffmarke Exxon heraus. Bill und Mary sind jetzt an der Reihe und werden vom Tankwart bedient. Anstatt einer Zapfpistole gibt es nur eine einfache dicke Schnur. Das Auto ist vollgetankt und Bill und Mary können weiterfahren. Wir können jetzt ein Stück mit Bill und Mary mitfahren in ihrem Auto auf dem Weg durch die Straßen der Legolandstadt. Die beiden biegen in die Einkaufsstraße ein und fahren an der Autobushaltestelle vorbei. Mary möchte in den Friseursalon am Ende der Straße. Aber beim Supermarkt ist die Straße gesperrt und sie können nicht mehr weiterfahren. Der Supermarkt wird nämlich gerade von einem Lastwagen beliefert und der Stapler ist dabei, die Paletten abzuladen. Der Lastwagenfahrer hält in der Zwischenzeit den Verkehr an. Und nach der Kreuzung ist die Straße sowieso gesperrt wegen einer großen Baustelle. Bill parkt den Wagen rechts an den Straßenrand. Die beiden steigen aus dem Auto aus. Mary muss zu Fuß weitergehen und Bill kann inzwischen im Supermarkt einkaufen. Der Stapler hat inzwischen die letzten Paletten vom Lastwagen abgeladen. Der Fahrer stellt den Stapler hinter dem Supermarkt ab, macht die Tür auf und steigt aus. Der Stapler hat Windschutzscheibe, Lenkrad und Türen wie ein richtiges Auto. Der Lastwagen aus demselben Set hat nur eine Windschutzscheibe allein und der Fahrer kann nicht in die Kabine einsteigen. Auf dem Weg zum Friseursalon muss Mary an der Baustelle vorbei. Die Absperrung und das Verkehrszeichen gehören zum Hochlöffelbagger. Er lädt gerade das Aushubmaterial auf dem Seitenkipper auf. Dort war ein zweites Verkehrszeichen dabei. Bagger, Lastwagen und Autokran haben eine schmale, 2 Noppen breite Ein-Mann-Kabine. Der Bauarbeiter mit der Schaufel ist der Fahrer vom Frontlader-Traktor. Mit der Baggerschaufel räumt er die Reste vom Aushubmaterial oberflächlich zusammen und lädt sie auf den Muldenkipper auf. Den Frontlader gibt es schon seit 1971, die Kipplore seit 1973. Sie ist auf 2 Techniksteinen aufgehängt und kann nach beiden Seiten kippen. Der Hinterkotflügel gehört aber ohne Noppen. Der Straßenkehrer trägt eine Kombination aus Warnweste und Schildmütze. Er fegt mit seinem Besen den Schmutz unter dem Laubbaum zusammen, lädt die graue 2x2-Platte mit der Schaufel auf seine Schubkarre auf, nimmt die Griffe in die Hände und schiebt seine Karre weiter. Mary kommt auf ihrem Weg zum Friseursalon am Lastwagen vorbei. 2 Arbeiter laden Platten vom Pritschenwagen ab. Man kann die Platten auf die Daumen stecken und die Figuren können die Klemmsäulen an der Unterseite mit den Händen greifen. Mary geht schnell vorbei zum Friseursalon und der Pritschenwagen muss noch eine schwere Ladung mitnehmen. Der Autokran lädt sie auf, der Arbeiter hängt den Kranhaken in die Öse und mit der Seilwinde hebt er die Last an.
Der ganze Kranwagen kann sich um die eigene Achse drehen und wir können mit dem Ausleger die Last genau auf die Ladefläche vom Pritschenwagen abstellen. Wir hängen den Kranhaken aus, heben ihn mit der Seilwinde hoch und drehen den Ausleger wieder in die Ausgangsposition zurück. Hinter dem Lastwagen sehen wir als einziges Baustellenfahrzeug von 79 den kleinen Kompaktlader mit der großen Baggerschaufel. Das war jetzt das 7. und letzte Baustellenfahrzeug. Mary ist nun endlich beim Friseursalon aus dem Ideenbuch angekommen und wird von der Friseurin begrüßt. Man kann das ganze Haus mit 2 Scharniersteinen aufklappen und kann in den 2 Räumen getrennt spielen. Hinter der Eingangstür ist der Empfangsraum mit einer großen Schaufenstertheke und einer Sitzecke mit einer Leselampe auf dem Tisch. Mary nimmt kurz auf dem gemütlichen Sofa Platz und wartet, bis sie an der Reihe ist. Im Hintergrund sieht man die Verkaufstheke mit dem Fenster in den Garten. Der Friseursalon liegt nebenan. Es gibt 2 Frisiertische mit Waschbecken. Mary kann gleich Platz nehmen und jetzt kommt auch schon die Friseurin herein. Sie nimmt den Föhn in die Hand und beginnt mit ihrer Arbeit. Die Waschbecken sind Autokotflügel, die Shampooflaschen sind Rundsteine und der Kamm ist eine 1x2-Platte. Mit etwas Fantasie kann man mit Legos sehr vieles machen. Das Frisieren dauert jetzt eine Weile und an dieser Stelle müssen wir unseren heutigen Spaziergang durch die Legolandstadt unterbrechen und den ersten Teil abschließen. Der zweite Teil kommt am nächsten Freitag. Dann holen wir Bill im Supermarkt ab, fahren mit dem Bus in die Altstadt, schauen uns beim Volksfest die Parade an und fahren am Schluss mit dem Autoreisezug weg. Ich bedanke mich bei allen Zusehern recht herzlich, dass ihr heute dabei gewesen seid und wünsche euch allen ein wunderschönes Wochenende. Auf Wiedersehen!